Dior Sauvage oder Bleu de Chanel? Das ist immer so die Frage. Ja, Dior oder Chanel? Harte Frage. 2025 stellt sich die Frage immer noch oder beziehungsweise bald 2026 und ich möchte euch mal kurz erläutern und beantworten, ob sich diese Düfte immer noch lohnen beziehungsweise jetzt noch zu kaufen sind, gut oder ob sie gut ankommen etc. pp. Und ich zeige euch noch ein paar andere Ableger von diesen ganzen Versionen. Ja, mein Name ist Dennis und wir gehen mal rein und wir fangen mal, ja, mit welchem Duft fangen wir an? Ich denke mal, wir fangen mal mit Bleu de Chanel, den Eau de Toilette an. Ich habe natürlich die alte Version noch. Ich weiß nicht mehr wirklich, ob oder wie die aktuelle Version performt, ob sie wirklich gut ist. Kann ich jetzt nicht direkt sagen. Was die DNA angeht, kann ich aber natürlich drüber reden und das ist einfach richtig schön. Ja, zitrisch, mandarinig, dieses fruchtige, frisch an Anfang, schon fast Luxus-Duschgelartige, was Bleu de Chanel oder beziehungsweise Chanel dort macht, ist richtig gut. Und das funktioniert bei den Damen immer noch. Das ist eine DNA, die immer und immer weiter funktionieren wird und das ist wirklich ein Bestseller, was Chanel da vor Jahren rausgebracht hat. Leider machen sie es im Moment nicht mehr, haben jetzt einen Ableger rausgebracht als Elixier, glaube ich, den braucht man nicht. Das ist eine Ledervariante, aber wenn man das Parfüm hat, da kommen wir ja gleich zu, braucht diese neue Variante dort nicht und diesen ganzen anderen Kram. Auch nicht das Eau de Parfüm, weil wer das Eau de Toilette hat und das Parfüm braucht dieses Zwischending nicht, weil die beiden reichen, ganz klar. Wie gesagt, das ist frisch, zitrisch, mandarinig und so weiter. Richtig nices Teil, abgerundet, ohne groß Ambroxan, beziehungsweise gar kein Ambroxan. Ein Luxus-Duschgelartiger Duft. Das Parfüm dagegen, wir wollen mal ein bisschen die Fingerabdrücke abmachen. Das Parfüm dagegen ist holzig, dagegen ist maskuliner und männlich. Hat trotzdem immer noch die DNA wie vom Eau de Toilette. Und das macht es natürlich sehr interessant und im Endeffekt immer noch genauso gut wie, ja, das Eau de Toilette. Ja, hier haben wir noch dieses bisschen cremig, luxuriöser, holziger in Abgang. Und nicht ganz so spritzig, nicht ganz so zitrig. Dieses Sportgel, dieses oder Duschgelartige ist beim Parfüm weggenommen worden. Bisschen. Also ich habe das nicht mehr ganz so doll. Aber Mann, das funktioniert einfach bombastisch. Ich kann euch zum Schluss wahrscheinlich schwer sagen, welchen ich bevorzugen würde. Oder vielleicht doch. Ich versuche das mal, während ich das hier vorstelle, überlege ich wirklich selber. Ich muss das immer wirklich selber machen, weil das ist nicht einfach bei diesen Düften. Viele labern da draußen ja grundsätzlich Scheiße und meinen, dass Dior Sauvage und Bleu de Chanel nicht mehr tragbar sind. Ja, das sind diejenigen, die wahrscheinlich aber auch, keine Ahnung, sehr viel Langeweile haben oder einfach Düfte nur eine Woche tragen und dann meinen, jetzt ist es wieder nicht ihr Duft, dann ist es doch wieder ihr Duft, dann ist es nicht ihr Duft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Brauche ich nicht viel zusammen, ja. Wir kommen jetzt mal zum Dior Sauvage, nicht Cool Sauvage, sondern einfach nur Sauvage. Johnny Depp, der Johnny Depp Duft, das ist auch noch die ganz erste Version. Die ist natürlich Performance, ja, ein Monster. Da habe ich gehört, das ist nicht mehr der Fall, beziehungsweise die 222er Version war nicht so gut. Ob die jetzt so ist, weiß ich nicht. Hier haben wir natürlich fast ähnliche, ja, eine ähnliche Aufbau, ein ähnlicher Aufbau. Nur, dass wir hier eben das Pfeffrige noch drin haben, bisschen und Ambroxan. Man merkt einfach, dass dieser Duft über Ambroxan kommt. Und was Pfeffrige und eine Bergamotte. Nicht so zitrisch mit Mandarine und so wie beim Bleu de Chanel, also Zitrone, Mandarine beim Bleu de Chanel. Hier haben wir dieses Bergamottenlastige und Pfeffrige ein bisschen. Ist aber natürlich nice. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht lügen, kam der als erstes? Ich weiß das gar nicht. Ist auch egal, aber der hat natürlich, glaube ich, noch mehr abgeliefert. Macht natürlich wahrscheinlich Johnny Depp. Und wenn ich ihn hier rieche, es ist schon nice. Es ist schon nice. Muss man schon sagen. Aber wenn man den immer getragen hat, dann wird man irgendwann nasenblind übrigens. Das kann passieren. Auch hier habe ich die Parfüm-Variante, weil das Zwischending nochmal brauche ich nicht, weil das ist ein Zwischending zwischen Eau de Toilette und Parfüm. Aber ich brauche ja nur das Parfüm und dort haben wir genauso einen holzigen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich habe den lange nicht getragen, einen maskulinen Touch, ein bisschen dunkleren,
ja, tiefgründigere Version ist die Parfüm-Variante, die dann nicht dieses extreme starke Ambroxan drin hat. Was hier aber nicht wirklich stört, es ist einfach, es passt einfach. Das sind alles Kassenschlager, die beiden Düfte von Allerfeinsten, und das sind eigentlich mit die besten Düfte mit auf dem Markt im Designerbereich. Die Leute kaufen das eben noch und die tragen es immer noch. Die kommen da gar nicht hinterher, egal wie geil sie sind, egal wie zum Beispiel Angel Share verkauft wird. Das ist eine ganz andere Liga und das muss man wirklich auch mal so sagen. Ich habe jetzt von Bleu de Chanel keine anderen Ableger mehr, sondern nur die beiden. Und ich habe ja eben schon gesagt, das Elixier braucht man nicht. Bei dem Dior Sauvage habe ich noch dieses, das gab es früher, Cool, Very Cool Spray, was richtig für den Sommer ist. Das ist für mich fast die beste Auflage von Dior Sauvage. Riecht richtig geil nach Bergamotte, noch geiler ohne dieses Ambroxan. Sehr nice. Ich hole das mal ganz kurz. Ich habe das nämlich vergessen. Das steht oben in meinem Parfümschrank, wo nur eingestellte Düfte stehen, weil dort, oder beziehungsweise das gibt es ja nicht mehr. Und das will ich jetzt hier auch nicht sprühen. Das ist immer noch ordentlich was drin. Und die Version ist für mich fast die beste. Very Cool Spray im Sommer, richtig nice. So, dann haben wir das Elixier. Wie gesagt, das Eau de Parfüm habe ich rausgenommen. Hier haben wir natürlich Lakritze und eine ganz andere Liga. Wenn ihr natürlich mal komplett in eine andere Richtung gehen wollt, dann ist das euer Duft. Aber irgendwie zähle ich den jetzt hier nicht mit zu, weil das schon es ist schon eine krasse Umstellung zum Eau de Toilette oder Parfüm. Natürlich schwingt hier die DNA mit, aber mit eben Lakritze und so. Es ist eben, das muss man mögen. Es ist sehr geil. Ich habe den gefeiert, das ist so 80er-Style. Dass der so groß geworden ist, Respekt. Und dann kam ein Duft, ein Ableger, der bei sehr vielen schlecht abgeschnitten hat, mit dem weißen Saft drin. Eau Forte. Ich feiere den Duft, hält ewig bei mir. Richtig nice. Ich weiß nicht, was Leute an diesem Duft haben. Ich finde ihn richtig gut fürs Büro. Perfekt, frisch, clean, sauber. Ich finde das Release zu den Zeit mit am besten. Aber da stehe ich fast alleine, glaube ich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, aber ja, sehr nice. Ja, aber wir kommen mal, ich zeige jetzt nur das Eau de Toilette und das Eau de Toilette also beide Eau de Toilettes, oder wie jetzt nicht die andere, Eau de Toilette und Parfüm. So, die Versionen. Welche ist denn nur besser? Also ganz ehrlich, es ist sehr, sehr schwer. Ich bevorzuge eigentlich schon die ganzen Jahre, ich habe es jetzt nochmal überlegt, aber ich sage es immer wieder, ich bevorzuge Chanel immer ein bisschen, weil die Mandarine ohne Ambroxan, Mandarine, Zitrone und das leicht ja luxuriöse Duschgel-Duft, das ist schon perfekt, während hier das so ein bisschen auf die Fresse ist, aber im Endeffekt auch gut ankommt. Ich glaube aber, dass der den meisten Leuten auf den Sack geht, irgendwann nach so vielen Jahren, der weniger. Und der weniger, hier, da ist der Name. Und ich glaube, das macht Chanel einfach besser. Dior, Chanel sind gute Marken, gute Häuser, die wirklich gute Düfte machen für Designer und so weiter. Da sind einige stabile bei, auch aus der Privé-Line und so weiter. Oder ja, es gibt so viel. Christian Dior mit seinen Einzeldingern habe ich mehr als aus der Reihe. Aber ich muss schon sagen, es ist bombastisch und ich wollte dieses Video jetzt mal Ende 25 nochmal machen. Ich habe die so lange nicht vorgestellt und ich muss schon sagen, Fazit, wenn ihr Frauen beglücken wollt, wollte ich schon sagen, ist der falsche Ausdruck, wenn ihr gut ankommen wollt, wenn ihr im Büro gut ankommen wollt, wenn ihr auf Dates gut ankommen wollt, wenn ihr Vorstellungsgespräche, egal was, pipapo, etc. pp, pipapo, dann sind die beiden Düfte perfekt. Und der Chanel ist ein bisschen, also ich würde ihn beim Vorstellungsgespräch, wenn ihr ein Vorstellungsgespräch habt, wenn ihr noch jünger seid, dann holt euch den bitte. Der ist ein bisschen besser. Wie gesagt, diese Ableger gehen alle, aber es ist einfach was anderes. Ja, aber es sind trotzdem immer noch gute Dinge. Also schreibt mal in die Kommentare, welche Marke bzw. welchen Duft bevorzugt ihr? Dior Sauvage oder Bleu de Chanel. Das würde mich immer interessieren. Und benutzt ihr den noch oder seid ihr auch so jetzt, das ist jetzt out? Nein, das ist nichts out. Mann, Job Om, 30 Jahre, 40 Jahre später ist auch nicht out. Immer viel Gelaber und dünn Schisslaberei ist das alles. Ja, gut, Freunde, das war's. Dann gehen Grüße raus, Daumen nach oben bitte, wenn ihr Bock habt und folgt mir natürlich hier. Also lasst ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesen beiden haltet, von diesen Marken und ob das noch geht und welche natürlich am besten sind oder besser sind von den beiden. Dann bin ich raus, Freunde, und bis zum nächsten Mal.